Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen und in diesem Video zeige ich dir, wie ich ein Gummiband in eine Leggings einnähe. Viel Spaß! Leggings sind aus meinem Kleiderschrank nicht mehr wegzudenken. Entweder trage ich sie gerne unter Kleidern und Röcken, wenn es noch ein bisschen frisch an den Beinen ist, oder wenn es so richtig knackig kalt ist, so wie jetzt gerade, dann auch gerne unter der Jeans. Und natürlich nicht zu vergessen, ein kuscheliger Sonntagnachmittag darf gerne auch mal in Leggings verbracht werden. Leggings sind natürlich nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder. Und wenn du eine Leggings nähst, die einen mitwachsenden Bund oben haben sollte, oder aber auch, wenn du dich gerade in einer körperlichen Veränderung befinden solltest, entweder eine Diät oder eine Schwangerschaft, dann empfehle ich dir eher, das Gummi einzunähen, so wie ich es in diesem Video einmal gezeigt habe. Da kannst du nämlich jederzeit an das Gummiband dran und kannst es entweder etwas enger oder etwas weiter machen. In diesem Video zeige ich dir jetzt, wie ich das Gummiband so annähe, dass es fest oben am Bund vernäht ist, sodass es sich auch nicht hin und her rutscht, sondern man hier einen richtig guten, bequemen Bund für eine Leggings hat. Viel Spaß! Bei diesem Leggings-Schnitt wird oben der Bund einmal nach innen eingeschlagen und das Gummiband habe ich hier jetzt für mich einmal ausgemessen und schon zu einem Ring zusammengenäht. Jetzt wird das Gummiband und auch oben der Hosenbund entsprechend einmal markiert bzw. geviertelt, damit das Gummiband dann entsprechend gleichmäßig angenäht werden kann. Sowohl den Bund als auch das Gummiband viertel ich mir und dann setze ich das Gummiband einmal in die Hose rein, also nicht auf die rechte Seite von außen, sondern innen auf die linke Seite. Dabei achte ich jetzt darauf, dass der Teil, wo ich mein Gummiband zusammengenäht habe, hinten in der Mitte ist. Das Ganze wird dann entsprechend der Markierung einmal fixiert und dann kann ich das im Rund einmal festnähen. Zum Zusammennähen habe ich jetzt hier einmal die Overlock-Maschine gewählt. Du kannst es aber auch mit einer ganz normalen Nähmaschine mit dem Zickzackstich machen. Der große Vorteil bei der Overlock ist, dass hier das Gummiband nicht nur angenäht wird, sondern die Kante wird auch noch gleichzeitig ordentlich versäubert. Beim Annähen jetzt einfach nur darauf achten, dass die Kante von der Leggings und das Gummi genau bündig ist, sodass hier möglichst nichts übersteht. Hier habe ich jetzt ein helles Gummiband gewählt, sodass man da natürlich jeden Millimeter, der rausguckt, sieht. Bei einem farblich passenden sieht man dann weniger. Jetzt wird das Gummiband einmal nach innen eingeschlagen und zwar einmal so, dass man das Gummi zunächst einmal sieht und dann wird es ein weiteres Mal eingeschlagen, sodass die vormals Außenseite der Leggings sich einmal nach innen schlägt und von dem Gummiband dann weder außen noch innen etwas zu sehen ist. Das Ganze fixiere ich mir jetzt wieder mit ein paar Klammern und dabei achte ich darauf, dass von außen die Stoffkante wirklich richtig schön glatt ist, sodass ich mir hier im nächsten Schritt nämlich keine Falte einnähe. Jetzt gehe ich noch einmal rundherum mit der Nähmaschine und nähe jetzt genau diese Kante einmal an der Leggings fest. Hier sieht man nochmal einmal das festgenähte Gummiband, was ich jetzt nach innen eingeschlagen habe. Und jetzt gehe ich mit der Nähmaschine da einmal entlang, denn mit der Overlock-Maschine würde das nicht funktionieren, da die Overlock-Maschine ja nur über den Rand nähen kann. Zum Zusammennähen habe ich jetzt einen elastischen Stich ausgewählt, in diesem Falle jetzt einen breiteren und längeren Zickzackstich, damit die Leggings sich auch nach wie vor oben am Bund gut dehnen lässt und mir die Naht beim An- und Ausziehen nicht reißt. Mit der Zickzacknaht gehe ich jetzt einmal genau über die Kante drüber und dabei kann ich mich an der zuvor genähten Overlocknaht ganz gut orientieren. Zwischendurch immer noch mal kontrollieren, dass man jetzt von unten tatsächlich sich nicht irgendwie doch noch eine Falte eingenäht hat. Und wenn ich jetzt einmal rum bin, dann kann ich das Ganze unter der Nähmaschine einmal herauslösen und das Gummiband ist fertig angenäht. Und so sieht die Naht jetzt einmal von innen aus und von außen ist lediglich die letzte genähte Naht, nämlich diese Zickzacknaht, sichtbar. Und schon ist mein elastischer Bund für meine Leggings oben fertig und ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Ciao!